Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und beim heutigen Demo-Doppel von Angela von der Stempelfamilie und mir zeige ich dir, wie du diese tolle Akkordeonkarte basteln kannst. Einmal so ein Schiebeverschluss, innen drin noch ein Spruch und ganz viel Platz, wenn man viel schreiben will. Zum Beispiel, wenn man für einen Kollegen ganz viele Unterschriften sammeln will, ist die super geeignet. Ja, beim Demo-Doppel geht es diesen Monat sehr maritim zu. Wir zeigen euch nämlich Ideen rund um das Produktpaket Bezaubernde Bucht aus dem aktuellen Mini-Katalog von Stampin' Up. Da gehört dieses wunderschöne Papier zum Beispiel zu, was vorhin sich noch toll blättern ließ. Ganz toll, ich bin ganz großer Fan davon, vor allem hier von diesem Perlmuttschimmer. Richtig schönes Streichelpapier, aber auch toll zum Basteln, muss ich sagen. Dazu gehört auch das Stempelset Meeresbucht, kleine Glitzerpailletten, Band gehört auch noch dazu, das brauche ich heute aber nicht. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Räumen wir mal hier so ein bisschen Platz. Die Maße findest du auch auf meinem Blog. Ich habe zwei unterschiedliche Maße. Einmal, wenn man ein DIN A4 Papier verwenden möchte, da sind die Maße leider etwas krummer. Und dann noch einmal, wenn man einen großen Bogen mit 30 cm hat, also 12 x 12 Inch, wo man ein bisschen abschneidet, da sind die Maße etwas gerader. Das findest du alles in meinem Blogbeitrag, das verlinke ich dir auch unterhalb des Videos. So, für die Akkordeonkarte wird gebraucht ein Stück Farbkarton in den Maßen 14,5 x 29,7 und das wird gefalzt bei 4,4, bei 11,8 und bei 19,2. 3 Stück Designerpapier in 4 x 14,1, in 7 x 14,1 und in 10,1 x 14,1. Das ist halt leider etwas krumm, aber dafür braucht man nur einen Farbkarton an A4. Dann noch ein Stück Farbkarton für die Banderole, 25 x 2,5 und für die Etiketten 2 gleich große Stücke. Einmal hier habe ich jetzt hier meine Lieblingsstanzen verwendet. Die bezaubernde und entzückende Etikettenstanze, meine ich, heißen die, weil die sich so schön kombinieren lassen. Einmal eine für außen, hier, und direkt darunter noch eine. Hier habe ich zum Beispiel, finde ich auch ganz toll dafür, die Stanzform Weihnachtsgrün und Etiketten verwendet. Die sind super dafür. Also auch die längliche, die kann man ganz toll überall verwenden, kann ich nur empfehlen. So. Also 14,5 x 29,7 falzen. Ich lege mal das Vergleichsstück hier oben hin. Wir falzen einmal. Nach innen. Den nächsten dann nach außen. Und den letzten wieder nach innen. So. Stehen die beiden äußeren Kanten, der soll eigentlich nicht hochstehen, der liegt ja flach, aber hier in der Mitte haben wir so einen Berg. Gefalzt bei 4,4, bei 11,8 und bei 19,2. Das war auch schon das Schwerste, würde ich mal fast sagen. Dann kommt das Designerpapier drauf. Ich möchte das hier so rum haben. Das sieht so ein bisschen nach Himmel aus. Ich habe jetzt auch schon hier vorbereitet. Das große Stück Designerpapier ist 10,1 x 14,1. Und das wird dann hier mittig drauf geklebt, dass so links, rechts, oben und unten jeweils etwa 2,5 mm Rand ist. Das Stück ist also insgesamt 5 mm kleiner. Das mittlere Akkordeonstück kommt hier hin, damit man es da dann sieht. Das ist 7 x 14,1. Was habe ich erzählt? Seit 2,5 mm, es sind 2 mm rundherum diesmal.
So. Und das letzte, muss man jetzt aufpassen, das kommt hier außen drauf. Das ist 4 mal 14,1. Drehe meins dafür, damit ich es flach hinlegen kann, weil ich dann einfach besser kleben kann. Wenn das nicht irgendwie so wackelig hoch steht. So. Und schon hat man eine dreifarbige Designerpapierkarte. Wie gesagt, ich finde das hier mit diesem Perlmuttschimmer total schön. Und auch der Rest von dem Papier, das ist einfach super schön. So, dann möchten wir dieses Element hinterher passend sozusagen unter diesem hier haben. Dafür machen wir zuerst die Banderole drumherum. Ich lege die bei mir einfach hier vorne einmal mittig drauf. Die ist wie gesagt 25 mal 2,5. Drehe mir das einmal um. Guck, dass das ziemlich gerade ist, damit das nicht gleich sich verrückt. Das kann man hier wunderschön an dem Karopapier erkennen. Und lege es dann einmal hier lose drum. Will nicht. War ja klar. Also nochmal anlegen. Die erste Seite ist gefaltet. Zweite bisschen loser sogar noch, damit man es gut schieben kann. Also ich schiebe es jetzt hier noch mal so ein bisschen zurück. So. Gucken wir mal. Jo, das ist gut, dann kann ich es festkleben. Dafür nehme ich 2 kurze Stücke doppelseitiges Klebeband. So, eins kommt hier unten hin und auf die andere Seite kommt auch eins. Ja. So, steht hier ein bisschen über, das macht bei dem doppelseitigen Klebeband nichts, das kann man so zurück. Und dann gucken wir, dass man die schön gerade übereinander setzt. So. Und lässt sich super schieben. Wen es jetzt stört, dass hier hinten so eine so eine Kante ist, der nimmt das einfach, dreht das um und setzt die nach vorne. So rum ist die Karte. Und setzt einfach das Element, was vorne drauf kommt, genau hier drüber. Das sieht man dann nicht. Und hinten ist es so, ist es eine schöne glatte Fläche. So, ich klebe meins hier auch gerade drauf. Nämlich auch doppelseitiges Klebeband. Und ich habe gerade gesehen, das passt hier sehr gut. Gucken. Das blaue und die Außenkante sind ungefähr gleich groß. Das heißt, ich kann hier 2 Klebestreifen dazwischen setzen, ohne dass mir dann irgendwie das Grußschild versehentlich an der Karte festklebt, weil es dann ja außenrum ist. So. Und dann hier vorne wirklich schön mittig. Genau, alles Gute für dich. Das habe ich genommen hier. Schon ein etwas älteres, feierliche Anlässe. Alles Gute für dich. Da sind ganz viele tolle Sachen bei. Glückwunsch, viel Glück zu zweit, Muttertag, Taufe, Geburt, Konfirmation, Firmung, Ruhestand, Kommunion. Da ist wirklich alles dabei, was man so braucht. Wenn man sagt, ich will gar nicht so viele Stempelsets haben, ich will erstmal eins, wo ich ganz viel mitmachen kann, ist das wirklich perfekt. Das und wo ich schon sage, hierfür habe ich ein neues genommen, Familienfest. Lieblingsmama, gut, das ist nur eine Mama, die ich habe, aber trotzdem ist es meine Lieblingsmama. Nicht Mama, du bist meine Lieblingsmama. Aber da gibt es halt auch ganz viele andere Sachen bei. Schwester, Ehefrau, Enkel, wie gesagt, Oma, Tante. Und dann kann man auch sowas machen, du bist für mich wie eine Bonustante, wenn man eine liebe Freundin hat,
die sich super um einen sorgt zum Beispiel oder so. Schönes Set, wenn man gerne in der Verwandtschaft Karten macht. Finde ich wirklich schön. Und jetzt kriegt meine Lieblingsmama eine. Die hat nämlich nächsten Monat Geburtstag und ich weiß, sie guckt meine Videos nicht. Deshalb kann ich die Karte super vorbereiten. So, wir möchten aber auf jeden Fall, hier sieht man, das da drunter haben, damit das schön, damit es von außen nicht auf den ersten Blick zu sehen ist. Ich zeige das einmal hier. Deshalb habe ich auch zwei gleiche Stanzformen genommen, oder zweimal die gleiche Stanzform, besser gesagt. Und damit das gut klappt, lege ich mir das hier einmal so probehalber hin. Mache hier auch wieder Klebestreifen drauf. Wer möchte, kann es auch andersrum machen. Also erst innen einkleben, dann außen so. Welche Höhe ich das hier habe, ist ja egal. Es kommt ja nur darauf an, dass es gleich darunter ist. Und das hier möchte ich mittig haben. So. Lieblingsmama. Jetzt guckt hier mal noch ein bisschen raus und damit das verdeckt ist, haben wir hier das Stanzelement von derselben Handstanze verwendet. Ja. Und schiebe ich hier drüber und ist weg. Aber noch ein bisschen zu schlicht, deshalb kommen jetzt hier noch ein paar Pailletten drauf. Perlenakzente. Einen habe ich jetzt schon in der Hand. Super. Manchmal ist es, also heute, dass hier dann das Klebeelement kleben bleibt. Dafür immer eine Pinzette auf meinem Schreibtisch, damit ich die besser abkriege. Das ist nicht schlimm. Man setzt den einfach wieder drauf, drückt das nochmal fest. Und statt ihn hochziehen, zieht man ihn so ein bisschen zur Seite. Super Vorführeffekt. Dieser will natürlich nicht. So, jetzt. Und dann, die sind einfach zu klein für meine dicken Finger. Das funktioniert einfach nicht. Deshalb geht das mit der Pinzette viel besser für mich. So. Dann haben wir hier 3 Perlen drauf. Damit das noch ein bisschen über die ganze Karte geht, setze ich hier und hier. Und ich würde sagen, hier, die vordere kriegt auch noch was ab. Nicht so hoch. Die schön verteilt sind. Glitzert das jetzt einmal schön über die ganze Karte. Und wenn man das öffnet, hat man eine tolle Akkordeonkarte. Ich kann hier einen lieben Spruch für meine Mama hinschreiben. Noch mehr Platz wäre hier hinten. Da könnte man noch weißen Farbkarton hinkleben. Ja, ich finde die Karte echt schön. Kann man einfach eine Menge mitmachen. Kann man wunderschön mit dem Designerpapier spielen. In sämtlichen Farben und Formen. Richtig schön. Ich zeige dir hier nochmal meine 3 Karten, die ich dazu schon gemacht habe. Ich mag alle 3 gerne. Also hier dieses weihnachtliche Etikett, hier eine Handstanze verwendet. Und hier habe ich wirklich ganz schlicht einfach nur weißen Farbkarton ausgeschnitten, den Vogel aus dem Designerpapier. Der ist hier drin. Irgendwo. Wahrscheinlich bei mir nicht mehr, oder das habe ich schon aufgebraucht davon. Einmal von Hand ausgeschnitten und drauf. Und hier habe ich dann auch wirklich nur diese Miesmuscheln. Hier ein bisschen unterschiedlich, hier auch. Ja, den Abdruck hier, da habe ich einmal gestempelt und dann leicht den zweiten Abdruck, damit das hier so ein bisschen blasser erscheint. Also jede Karte hat was Eigenes, Besonderes. Ich mag sie alle 3 sehr gerne. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Freue mich, wenn du sie nachbastelst. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da, schreib mir einen Kommentar. Wenn du noch nicht hast, abonniere meinen Kanal. Am Ende hast du direkt einen Button, wo du draufklicken kannst. Ja, schau dir auf jeden Fall auch Angelas Beitrag an. Die wird auch wieder was Wunderhübsches haben. Ich habe es noch nicht gesehen, aber
Bin ich fest von überzeugt. Angela macht immer schöne Sachen. Ja, und dann viel Spaß beim Nachbasteln. Bis zum nächsten Mal. Annalena.